Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video aus der Projektserie Keller trockenlegen. Ich habe die Flaschen jetzt vor 3 bzw. 4 Tagen eingebracht und es wird Zeit, einen kleinen Zwischenstand zu ziehen. Einige Flaschen sind noch ziemlich gefüllt, andere sind komplett leer. Wenn ihr sehen wollt, wie sich das Ganze entwickelt hat, ob vielleicht an der Feuchtigkeit sich schon was getan hat, bleibt dran, bis gleich. Ja, nachdem in meinem ersten Video die Kamera ausgestiegen ist und ich mit der Actioncam weitermachen musste, bin ich dann heute notgedrungen auf das Handy ausgewichen. Ich hoffe, das Bild ist einigermaßen stabil. Was ihr jetzt sehen könnt, ist, dass die Flaschen ja, wie eben schon erwähnt, teilweise schon leer sind, an anderen Stellen noch ziemlich gefüllt. Das heißt, hier an der Stelle seht ihr es sehr schön, ist noch relativ viel drin. Und an anderen Stellen, wie hier zum Beispiel, da ist die Flasche, oder hier, da ist sie schon weitestgehend leer bzw. gänzlich leer. Hier ist leer, hier ist noch zur Hälfte gefüllt. Also das entwickelt sich wirklich ganz verschieden, je nachdem, wo die Öffnung des Bohrlochs eben austritt, ob die noch im Stein ist oder ob die vielleicht gerade auf einer Fuge ist und das Ganze dann deutlich schneller ablaufen kann. Ich habe jetzt hier, das seht ihr, 2 Flaschen herausgenommen. Bei diesen Flaschen war es so, dass egal wie ich sie positioniert habe, immer etwas daneben gelaufen ist. Und man sieht es sehr schön auf dem Boden, dass hier langsam sich irgendeine Kristallisierung ausbildet. Das ist diese Injektionsflüssigkeit. Ich hoffe, dass er dann über den Fußboden vielleicht auch noch mit in das Erdreich bzw. einfach in den Fußboden selber eindringt, um dort diese wasserabweisende Funktion auszuprägen. An den Feuchtigkeitswerten selber hat sich jetzt gar nicht so viel getan. Das heißt prozentual faktisch nichts, in der Gesamtheit relativ betrachtet doch eine Entwicklung. Ihr könnt es jetzt hier ganz gut sehen. Als ich das Projekt begonnen habe, vor über einer Woche insgesamt schon, ich hatte vorneweg an dieser Stelle hier Probebohrung, war die Luftfeuchtigkeit komplett auf 99% festgeschrieben, hier unten in der Ecke. Als wir in dem anderen Video, in dem ersten Video seht ihr aber, wie das Ganze hier irgendwo bei 95, 96% startet. Aktuell ist die Luftfeuchtigkeit bei 85%, Temperatur hier unten in der Ecke knapp unter 9 Grad. Der Vergleichswert auf ungefähr 1,50 m Höhe, der steht bei 10,4 Grad und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 70% knapp. Also eine Entwicklung ist definitiv gegeben und ich muss dazu sagen, ich habe hier keine Fenster offen, um irgendwo das Ergebnis zu verfälschen, habe keinen Trockner aufgestellt oder keine sonstigen Trocknungsmaßnahmen getroffen, sondern das ist einfach nur sich selbst überlassen, das ganze Projekt hier. Im Außenbereich hat es die letzten Tage eher wenig geregnet. Heute Nacht kam etwas Regen noch mit dazu. Der dürfte sich aber nicht bemerkbar machen. Das war von der Menge her wenig und auch über Nacht, das ist jetzt ein paar Stunden her, so schnell passiert da nichts. Im Mauerwerk selber mache ich jetzt einfach mal den Vergleichstest, ob man nach dieser kurzen Zeit schon etwas bemerkt. Ich nehme mein Messgerät. Ja, ich hoffe, man kann jetzt die Skala etwas besser lesen als auf dem ersten Video. Gehe nochmal an diesen Vergleichsstein, den hat man ja beim letzten Mal schon ausgemessen. Und die Skala bewegt sich auf ungefähr 1,3, 1,4. Da waren wir bei knapp unter 2 im letzten Messung. Und jetzt hier unten unter meiner Pappschicht, da wo die Feuchtigkeit definitiv noch sein sollte, da blinkt das Ganze noch. Also hier unten, klar, wie auch in der kurzen Zeit, hat sich nichts getan. Über der Sperrschicht, da wo kein Wasser mehr nachfließen kann, da gab es jetzt schon eine kleine Veränderung. Aber die ist bei weitem noch nicht überall angekommen. Aber ja, knapp drunter. Es bleibt in der Skala und da muss ich sagen, ich habe hier vorab, bevor ich begonnen habe, wirklich faktisch jeden Stein mit meinem Messgerät getestet und überall ist die Skala ausgeschlagen, weil die Feuchtigkeit außerhalb des Messbereichs lag. Und in dem Zusammenhang ist es schon ein kleiner Erfolg, wenn die Messung in wenigen
wenigstens in der Skala drunter bleibt. Tja, wie mache ich jetzt weiter? Bei diesem Mittel, was ich aktuell verwende, ist die Anleitung wie folgt. Das Ganze wird so oft und so lange nachgefüllt, bis einfach keine Flüssigkeit mehr vom Mauerwerk aufgenommen werden kann. Das bedeutet für mich, ich ziehe mir jetzt nach und nach die leeren Flaschen hier raus, fülle die wieder auf und stecke die wieder in die ursprünglichen Löcher rein. Und in dem Moment, wo jetzt nach einer Woche die Flaschen nicht geleert sind, also wo die Flüssigkeit mindestens eine Woche in der Flasche steht, diese Flaschen, die werde ich dann endgültig herausnehmen und kann die ja dann schon hier drüben auf diesen Bereich unterbringen, wo die Anzahl meiner Flaschen einfach nicht ausreichend war. Die Flaschen wurden jetzt alle wieder aufgefüllt. Ja, ihr könnt dann sehen, die Wasserkante, relativ gut hoffe ich bei dem Licht, ist überall annähernd auf dem gleichen Niveau. Und was mir jetzt aufgefallen ist, während bei der ersten Flaschensteckung doch das Gluckern im Hintergrund, während ich die neuen Flaschen aufgefüllt habe, permanent zu hören war. Sprich, Flasche reingesteckt und gluck, 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 gluck und dann teilweise ja schon nach wenigen Stunden die Flaschen leer waren, ist es aktuell so, dass die Flaschen relativ konstant stehen. Die Stellen, an denen die Flaschen komplett leer waren, sind auch jetzt ja, die Flaschen auch schon etwas leerer als die Stellen, wo die Flaschen eben teilweise noch ganz gut gefüllt waren. Also auf gut Deutsch, da wo schon viel reingeflossen ist, wird auch in Zukunft bzw. fließt auch aktuell noch etwas mehr mit rein. Das ist natürlich ganz normal. Und ich mache jetzt eins, für mindestens eine Woche noch wird jeden Abend kontrolliert. Und jeden Abend werden dann die Flaschen, wo ja ungefähr die Hälfte runter ist, die werde ich wieder auffüllen, um einen Sättigungsgrad zu erreichen, der eben für dieses Produkt vorgeschrieben ist. Die Flaschen, die nach einer Woche immer noch gefüllt sind oder mehr als die Hälfte haben, die werde ich dann Stück für Stück auf dieser Wand einbringen. Also die nehme ich dann praktisch hier drüben raus und setze sie dann dort ein. Das seht ihr schon, ganz hinten fehlt aktuell auch wieder eine Flasche. Da ist das Bohrloch auch ungünstig getroffen, da ist vieles daneben gelaufen und da setze ich einfach neue Bohrlöcher. Was man jetzt hier sehr schön schon sieht, das ist mir beim Flaschenstecken aufgefallen, an dieser Stelle ist die Flasche ausgelaufen, beziehungsweise ist die Flüssigkeit direkt aus der Wand wieder rausgetropft. Und was man hier sehr schön sieht, ist, dass dieses Mittel zum einen ja auskristallisiert, das heißt, dieser farbliche Unterschied, und hier daneben ist wie ein Trocknungsfleck zu sehen. Von der Feuchtigkeit her ist es beides annähernd gleich, zumindest vom Fingergefühl her. Messbar ist es auf beiden Seiten nicht wirklich, da die Skala von meinem Messgerät jedes Mal ausschlägt, also über die Skala hinaus ausschlägt. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Flüssigkeit auch über diesen Betonboden aufgenommen wird und eine gewisse Wasserabweisung herstellt. Dann hat das Ganze, dass die Flaschen teilweise ausgelaufen sind, diese 3 Stück, doch einen positiven Nebeneffekt, dass die Flüssigkeit nicht ganz umsonst verloren gegangen ist. Denn schließlich ist es mein Ziel, neben den Wänden hier in unseren Kellerräumen auch den Boden trocken zu bekommen. Und wenn das auf dem Wege funktioniert, warum nicht? Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ich kann euch in einer Woche dann das nächste Video nachreichen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, drückt auf den Abo-Knopf, aktiviert die Bimmel, damit ihr da dabei bleiben könnt, um das neue Video nicht zu verpassen. An der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen hier und bis bald. Ciao.